Herzlich willkommen zu einem weiteren Update hier aus der Brickworld. In letzter Zeit kommen ja einige Updates, es läuft ganz gut voran. Ich habe viele Ideen, wir haben jetzt auch endlich den Platz dazu und auch, ja, wie gesagt, auch gestern schon im letzten Video, als ich es aufgenommen habe, habe ich euch erzählt, dass die Abonnentenzahlen wieder gut steigen. Das freut mich sehr. Ich nehme an, dass der Boost jetzt auch von den größeren und den neuen Ideen kommt, dass wir jetzt einfach wirklich an vielen verschiedenen Stellen wieder weiterbauen können. Was sich aber auch gestern gezeigt hat, ist, ich habe in der Anmoderation über was ganz anderes gesprochen, als was am Ende eigentlich gebaut wurde, weil ich einfach ganz spontan mir eigentlich immer erst überlege, was ich mache. Ich trotzdem die Anmoderation aber schon vorher mache, was vielleicht nicht unbedingt die beste Idee ist. Aber wir bauen heute auf jeden Fall auch weiter und ich denke, wir bauen heute auch vor allem weiter an einem Gebiet auf dem sozusagen alten Tisch, also hinter mir in dem Bereich. Was genau kann ich heute, sage ich heute einfach mal nicht, weil es wahrscheinlich eh wieder was anderes wird, aber ich habe Steine mitgebracht. Mal schauen, was heute passiert. Ich denke, dass wir auch ein paar grundlegende Sachen heute mal ein bisschen planen, was die Straßenbahn angeht, denn die wird ja auch noch ein bisschen geändert. Und ansonsten würde ich sagen, bleibt gerne dran. Und ich würde mich freuen über jeden Kommentar natürlich wieder, über jeden Daumen nach oben, über jedes Abo und aktiviert gerne auch die Glocke, wenn ihr mal mitbekommen wollt. Und ansonsten sind wir auf dem Weg zu den 10.000, wird natürlich dauern. Aber wir sind, glaube ich, bei 8.040, also wieder einiges dazugekommen im letzten Video und ich freue mich, dass das Projekt jetzt wirklich wieder so gut ankommt und ich habe auch richtig viel Spaß dabei wieder. Ich hoffe, ihr merkt es auch. Ansonsten würde ich sagen, gleich kommt die Werbung und dann bauen wir hier weiter in der Brickworld 2.0. Hier kommen wir jetzt zu dem Thema, das ich schon angesprochen hatte, denn ich möchte das Thema mit der Straßenbahn dadurch, dass ja jetzt hier der Busbahnhof, Schrägstrich Straßenbahn, Bahnhof, wie auch immer, nicht hinkommt, ein bisschen umbauen. Und zwar möchte ich weiterhin hier eine Haltestelle haben, aber ich möchte nicht zwei Stränge haben, die hier über unseren Marktplatz führen, sondern dieser Strang wird hier weitergeführt werden und dann hier rüber gehen und so, damit eben die Haltestelle hier drüben ein bisschen abgegrenzt von der Straße ist. Aber der andere Strang ist, das ist meine Idee und werde ich wahrscheinlich auch umsetzen, dass die andere Spur hier entlang geht, dann nach da hinten und da hinten weiter. Denn dadurch, dass wir jetzt hinten jetzt mehr Platz haben, ist ja auch die Idee, dass da hinten noch eine, ja, wahrscheinlich auch kopfstangengepflasterte Straße nach hinten geht, um auch dann nach hinten noch weitere Sachen versorgen zu können. Denn wenn wir weitere Tische bauen nach da hinten, wird die Straße ja auch noch weitergehen. Da hinten kommen ja auch noch Gebäude irgendwann. Und das ist meine Idee, dass hier vorne soll eh umgebaut werden. Das heißt, hier geht die Straßenbahn hier rüber. Muss man halt aufpassen, wenn man rausgeht, aber das ist, glaube ich, jetzt nicht das Riesenproblem. Der Taxistand wird wahrscheinlich auch verschoben. Ich denke, dass ich vielleicht da rüber mache oder da, müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall wird das hier jetzt eh umgebaut im Zuge dessen, dass wir hier ja unseren Kopfsteinpflaster Marktplatz haben und so weiter. Deshalb möchte ich auf jeden Fall hier die Straßenbahn in die Richtung bringen. Das hat auch den Vorteil, dass in ferner Zukunft wahrscheinlich zumindest hier die Straßenbahn, die jetzt nicht unbedingt auf der richtigen Straße ist, hier hin und her pendeln könnte. Weil es wird ja so sein, rein theoretisch wäre es ja so, dass hier die Straße rübergeht, aber wir haben ja unseren Querschnitt. Das heißt, alles, was hier zwischendrin ist rein theoretisch ja da, aber es ist nicht gebaut. Einfach, ich möchte, dass es realistisch ist, dass man hier eben den Platz hat und dass man hier eben reingeht, aber hier theoretisch einfach alles weitergeht. Deshalb werde ich jetzt hier, das funktioniert recht gut mit den Trixbricks-Schienen, dass wir hier genau reinkommen, dass wir hier hinten entlang fahren können. Das ist schon mal getestet. Und ich finde, das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee, auch für diejenigen, die irgendwann eine fahrende Straßenbahn haben wollen. Irgendwann wäre das ein guter Weg, weil dann können wir einfach sagen, dass wir hier hin und her pendeln. Das kann man ja programmieren. Das war jetzt einfach bis davor fahren, dann wieder zurück oder so. Mal schauen, wie auch wir die Straßenhaltestelle machen. Aber ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Das heißt, ich wollte das ja eh wegmachen. Jetzt schaue ich mal, wie ich hier mit den Schienen vorankomme. Und dann schauen wir uns einfach mal an, was hier so entsteht heute. Der Bogen, der hier steht, der steht jetzt momentan hier drüben. Ihr seht auch, das ganze Vordere habe ich rausgebaut. Hatte bisher noch gar keine Beleuchtung. Das lag daran, dass dieser Bogen eines der allerersten Elemente war, das ich eigentlich gebaut habe für die ganze Stadt. Da könnt ihr mal zurückschauen. Das ist irgendwie Episode 2, 3, 4, irgendwo, da fängt es an. Und ich habe das Ganze jetzt endlich mal beleuchtet. Und zwar habe ich hier unten einfach hier, als auch hier, man sieht es gar nicht so gut, jeweils ein Striplight eingebaut, damit wir jetzt ein bisschen indirekte Beleuchtung von oben kommen. Ich habe es schon getestet. Das Kabel geht hier hinten hinunter zur Buchse da vorne, weil wir vielleicht nochmal Strom brauchen, um irgendwelche anderen Sachen anzuschließen später. Und dann geht hier oben das Kabel durch, man sieht es so ein bisschen darüber und geht darüber zur anderen Beleuchtung. Ich glaube, das war jetzt ein ganz guter Moment, um das mal zu beleuchten. Ich werde jetzt das Ganze rübersetzen und dann können wir jetzt mal anfangen, hier die Schiene drauf zu legen. Ich bin gespannt, wie das aussieht. Ich mache hier gleich noch zu, setze die Minifiguren drauf und dann schauen wir uns mal an, wie das Ganze aussieht. Vor allem, es ist zum allerersten Mal dann beleuchtet, da bin ich auch gespannt.
Wie ihr sehen könnt, sind wir jetzt zurück mit dem Modul. Ich habe es wieder eingebaut, Beleuchtung habe ich getestet, funktioniert. Schauen wir uns später noch an. Was ich jetzt aber auch angefangen habe, ist, dass ich hier angefangen habe, das Kopfsteinpflaster in die Schienen einzubauen. Ist tatsächlich möglich. Ich hatte ein bisschen Angst davor. Es ist ein bisschen getrickst. Man muss sagen, hier zwischendrin liegen diese Elemente einfach nur drin. Und auf den Stellen, an denen eben wie heißen die denn? Die Teils, die Plates sozusagen sind. Hier drauf ist es einfach ohne diese Abstände einfach drauf gebaut, aber ich glaube, aus der Entfernung fällt das tatsächlich gar nicht auf. Es ist auch ein kleiner Höhenunterschied, ist minimal, fällt aber auch gar nicht auf, vor allem aus der Entfernung nicht mehr, aber es ist ja auch Kopfsteinpflaster, da ist ja ein bisschen Höhenunterschied auch kein Problem. Aber das ist auf jeden Fall schon mal sehr schön so gelöst. Es ist fest, auch wenn es ja, wie gesagt, hier zwischendrin nur drin liegt. Aber das ist schon mal eine gute Idee, ein guter Weg, um hier das Kopfsteinpflaster in die Schiene reinzubringen. Und ich glaube, das ist eine Sache, die ich so tatsächlich noch gar nicht irgendwo gesehen habe. Und ich werde jetzt auf jeden Fall hier mal ein bisschen weitermachen. Ich habe nicht mehr so viele Elemente da. Ich muss aber auch sagen, dass wir das Kopfsteinpflaster da hinten rausnehmen werden und hier komplett fließen werden, damit dieser barrierefreie Zugang in den Bahnhof nicht übers Kopfsteinpflaster geht. Das wurde ja auch ab und zu mal angesprochen. Da machen wir hier wirklich ganz normale Teils rein. Und der Zugang hier wird ja eh zugemacht. Dann werden wir wahrscheinlich das grüne Beet ein bisschen vergrößern hier drüben. Aber das machen wir vielleicht auch nicht unbedingt heute. Mal schauen. Was ich aber auch gemacht habe, ich habe tatsächlich einen größeren Einkauf getätigt. Ist noch nicht da. Ich habe von diesen Headlight Bricks, also die, mit denen ich das ganze Kopfsteinpflaster mache, habe ich 1600 Stück bestellt und dann nochmal 800, einmal einer Plates in Light Bluish Gray und nochmal 800 in Dark Bluish Gray, damit wir hier einfach mal in naher Zukunft hier ein bisschen vorankommen mit dem ganzen Bereich hier. Ich will einfach mal das hier langsam mal fertig kriegen und ja, dass wir auch angesprochen wurde, dass öfters ja ich mal irgendeinen Bereich vielleicht mal fertig kriege und ich wieder umbaue. Aber mit dem Umzug ist eben das Problem gewesen, dass jetzt einige Sachen, die so auf Ideen auch von mir selber gekommen sind, von euch, einfach jetzt Einzug halten. Das haben wir jetzt ein bisschen Großbaustelle. Aber das wird jetzt natürlich jetzt sich nach und nach auflösen. Und ich glaube, es löst sich auf jeden Fall ins Bessere auf. Jedenfalls, ich werde jetzt hier weiterbauen und dann schauen wir uns im nächsten Take nochmal an, wie das Ganze hier aussehen kann. Und hier sehen wir Baustelle, Chaos und den aktuellen Stand. Da habe ich jetzt ein bisschen rumgebastelt und mir ein bisschen was überlegt. Ich gehe mal mit euch nach unten, solange ich hier noch hinknien kann. Ihr seht jetzt, die Schiene ist auf dem Modul jetzt komplett eingefasst. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Ist auch schön auf einer Höhe. Fällt auch gar nicht auf, dass hier verschiedene Techniken eingesetzt wurden. Und auch, dass ich hier nochmal eine Stufe eingebaut habe, ist das eigentlich ein ganz ordentlicher Übergang geworden. Jetzt habe ich mir überlegt, dass wir hier 2 Beete reinsetzen, einfach um ein bisschen die Schiene vom eigentlichen Marktplatz, der hier entsteht, ein bisschen zu trennen, aber hier genug Platz lassen, dass man hier durchlaufen kann. Ursprünglich hatte ich die Idee, hier Bäume einzusetzen, dachte ich mir, aber wenn ich jetzt hier wieder Bäume einsetze, dann nehme ich wieder sehr viel Sicht auf das Bahnhofsportal. Das heißt, habe ich jetzt was anderes überlegt, und zwar mache ich jetzt hier einfach Beete mit Blumen. Da habe ich vielleicht noch eine Tüte mit diesen lavendelfarbenen Blüten gefunden, habe ich jetzt hier schon mal getestet. Gefällt mir eigentlich ganz gut, bringt auch mal ein bisschen andere Farbe noch mit hier rein. Und ich denke, das mache ich jetzt auch hier drüben auf jeden Fall. Und dann werde ich mal schauen, wie viel ich mit den Steinen, die ich hier habe, noch vorankomme. Denn wie gesagt, mir fehlen jetzt ganz viele von diesen Headlight Bricks. Die kann ich natürlich jetzt da hinten noch rausbauen, was sie da eh raus sollen. Schauen wir mal. Ich möchte hier noch ein bisschen weiter bauen. Ich habe auch jetzt hinbekommen, dass ich diesen Verteiler hier jetzt ganz gut verstecken konnte. Der ist nämlich hier unter der Stufe jetzt eingebaut. Und Licht überlege ich mir, ob ich jetzt hier, ich glaube heute noch nicht, wir machen vielleicht Licht auf dem Modul daneben, weil das Portal selber wird wahrscheinlich relativ viel Licht schon abstrahlen. Und ja, ich versuche jetzt einfach mal hier noch ein bisschen weiterzumachen. Dann werden wir schauen, vielleicht kriege ich die ganze Fläche noch voll. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil ich zu wenig Steine da habe, aber die Lücke hier auf jeden Fall würde ich gerne noch schließen. Und dann werden wir noch ein paar Minifiguren hinstellen und dann schauen wir einfach aus, wie es aussieht. Es sieht vielleicht nicht viel aus heute wieder, ist aber wirklich sehr viel Arbeit wieder drin. Einfach ausprobieren, testen, das hier nochmal rausnehmen, beleuchten, hat auch ein bisschen gedauert. Aber ich glaube, das ist der richtige Weg für den großen Plan, dass hier nicht mehr ein Busbahnhof ist, sondern der Marktplatz mit Kopfsteinpflaster. Ich glaube, das wirkt einfach viel besser, auch zum ganzen Design des Ganzen. Und ja, ich mache jetzt weiter und wir sehen uns das Ganze gleich im nächsten Take nochmal an. Das ist das Endergebnis für heute. Ihr seht, ich habe auch ein bisschen aufgeräumt. Ja, aufgeräumt heißt, ich habe alles darüber geräumt hauptsächlich. Hier ist noch ein bisschen Chaos, aber das räume ich alles nach und nach auf. Was ihr jetzt aber auch seht, ist, dass da sich einiges geändert hat vor dem Eingangsportal. Wir gehen jetzt mal nach oben, solange ich hier noch hochgelaufen kann, ohne mir vor lauter Steinen die Füße kaputt zu machen. So, dann seht ihr erstens, dass hier das Licht an ist. Hier ist die indirekte Beleuchtung. Werde ich noch mal fotografieren oder aufnehmen, wenn es richtig dunkel hier drin ist. Aber ihr seht, dass es schon ein bisschen gut beleuchtet ist. Was ihr jetzt auch seht, ist, dass die Figuren zurückgekehrt sind. Die Bank steht jetzt momentan noch hier. Hier ist die Litfaßsäule.
Das ist erstmal nur kurz hingestellt, damit ich es nicht vergesse, wieder einzubauen. Was aber auch ganz neu ist, dieser kleine Popcorn-Stand ist so ein kleines Polybag von Lego Direkt mit dem Verkäufer. Der ist dazu gekommen, noch 2 Kunden. Dann hat der hier noch eine Kamera bekommen und hier sind noch die anderen Figuren dazu gekommen, die schon da standen. Die Polizisten stehen momentan auf den Gleisen, weil, wie gesagt, der Zug fährt ja gerade eh nicht. Aber ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ich glaube, dass das ein guter Weg ist, um jetzt das Ganze hier weiter fortzuführen. Auch die Straßenbahnlinie nach da hinten, die dann später noch auf weiteren Tischen weitergehen kann, ist einfach die Lösung, dass wir hier wirklich vielleicht noch eine Straßenbahn fahren lassen können. Zumindest halt eben bis davor und dann wieder zurück. Ich glaube, das ist ein ganz guter Kompromiss. Könnt ihr gerne Kommentare schreiben. Ansonsten hat das hier wieder einige Zeit und Steine gekostet. Ihr wisst ja, das hier hat Unmengen an Steinen. Wenn ihr hier ein bisschen reinarbeitet, sind hier hunderte Steine weg. Ich bin aber auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden mit der Lösung hier, mit der Straßenbahn. Die ist jetzt sehr schön in das Kopfsteinpflaster eingegliedert. Und dann kann ich eigentlich nur sagen, das war's für heute, für dieses Update. Im nächsten Update geht es wahrscheinlich rüber nochmal zu den Eisenbahnlinien, denn die Ballast Plates sind gekommen von Trixbricks, muss ich mir noch auspacken und anschauen. Mal schauen, was wir damit machen. Auf jeden Fall würde ich sagen, das war das heutige Update. Licht ist eigentlich hier hinzugekommen und das hier vorne gefällt mir auf jeden Fall als ersten Schritt hier in diese Richtung des neuen Marktplatzes sehr gut. Ich hoffe euch auch. Wie gesagt, gerne einen Kommentar da lassen, Daumen nach oben natürlich, gerne auch ein Abo da lassen, das wächst wieder sehr schön. Auch gerne bei Instagram unten verlinken. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt gesund, viel Spaß beim selberbauen natürlich und dann bis zum nächsten Mal hier in der Brickworld und ich sage nur noch Tschüss.